Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Tief unter den antiken Straßen Roms, in einem vergessenen unterirdischen Tempel, wurde etwas gefunden, das selbst die skeptischsten Historiker schockierte und Wellen durch die ganze Welt schickte. Von bizarren Artefakten bis hin zu unerklärlichen Symbolen, die in Stein eingraviert sind, das, was entdeckt wurde, hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Also schnallen Sie sich an, denn was Sie gleich sehen werden, wird alles in Frage stellen, was Sie bisher über unsere Vergangenheit zu wissen glaubten. Walrossknochen an der Station St. Pancras, London, 2003. Als Arbeiter begannen, eine der verkehrsreichsten Stationen der Hauptstadt, St. Pancras, zu renovieren, standen ihre Schaufeln kurz davor, ein Geheimnis zu berühren, jenseits ihrer kühnsten Vorstellungen. Beim Räumen eines alten Friedhofs neben der Station entdeckten sie einen zerbrochenen Sarg. Aber der Inhalt war mehr als nur ein Stück vergessener Geschichte. Tief in der eisigen Erde lag das riesige Skelett eines Wesens, das dort niemals hätte sein dürfen. Ein Wesen, das aus Tausenden von Meilen Entfernung stammte. Als Wissenschaftler begannen, es zu analysieren, waren sie schockiert, als sie erkannten, die Knochen gehörten zu einem Pazifikwalross, einem Tier, das in eisigen Gewässern lebt, einen Ozean entfernt von Großbritannien. Doch die größte Frage war nicht, was es war, warum befand es sich in einem antiken Sarg im Herzen des 19. Jahrhunderts in London? Und wer hatte es dort hineingelegt? Diese seltsame Geschichte führt sie durch die dunklen Ecken der Geschichte, der Wissenschaft und bisher nie enthüllter Theorien. Sind Sie bereit? Verlassener Autofriedhof. Fast jeder hat ein Hobby, eine Nebenleidenschaft, die ihn aus dem Alltagstrott herausholt. Für den 56-jährigen belgischen Sportlehrer Vincent Michel war diese Leidenschaft die urbane Erkundung. Wenn er seine Schüler nicht dazu brachte, aktiv zu bleiben, erkundete er vergessene Orte in ganz Europa auf der Suche nach Geschichten, die die Zeit verloren hatte. Aber nichts hätte ihn auf das vorbereiten können, was er im Jahr 2016 auf einer Soloreise in Zentralfrankreich entdeckte. Was als einfacher Besuch in einem verlassenen Bergwerk begann, verwandelte sich schnell in etwas weit Außergewöhnlicheres. Als Vincent tiefer in die dunklen, hallenden Tunnel vordrang, trat er plötzlich in eine riesige unterirdische Kammer und erstarrte, was vor ihm lag. Sah aus wie aus einem Traum oder einem postapokalyptischen Film. Dutzende Oldtimer, ihre Metallrahmen verrostet und skelettartig, standen in unheimlicher Stille, seit Jahrzehnten unberührt. Ihrer Innenausstattung beraubt und von Staub bedeckt, standen sie wie Geister einer vergessenen Ära. Trotz ihres abgenutzten Zustands erkannte Vincent sofort ihren einzigartigen Charme. Viele von ihnen waren klassische Modelle aus den 30er Jahren. Obwohl der Fund kaum materiellen Wert hatte, war die emotionale Wirkung überwältigend. Vincent teilte seine Geschichte mit der Presse und bald weckte sie weltweites Interesse. Wie kamen diese Autos hierher? Warum wurden sie unterirdisch zurückgelassen? Weitere Recherchen ergaben, dass die Fahrzeuge einst lokalen Bewohnern gehörten. Es wird vermutet, dass die Menschen aus unbekannten Gründen, möglicherweise aus Angst vor Diebstahl oder Zerstörung, beschlossen hatten, ihre wertvollen Autos im Geheimen der Mine zu verstecken. Doch mit der Zeit wurde der Eingang versiegelt. Die Besitzer verschwanden und die geheime Garage geriet in Vergessenheit. Vincent vermutet, dass er nicht der erste Mensch war, der dieses unterirdische Automobilgrab betrat, aber vielleicht der erste, der seine gespenstische Schönheit mit der Welt teilte. Eine Erinnerung daran, dass die unglaublichsten Entdeckungen manchmal im Schatten verborgen liegen und nur auf jemanden warten, der neugierig genug ist, sie zu finden. Pompeji. Die antike Stadt Pompeji birgt eine der bemerkenswertesten Geschichten der Vergangenheit. Im Jahr 79 nach Christus verwandelte ein gewaltiger Vulkanausbruch des Vesuvs die Region dramatisch, indem er Pompeji unter Schichten von Asche und Gestein bedeckte. Das Ereignis entfaltete sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und konservierte eine ganze Stadt unter natürlichen Materialien für die kommenden Jahrhunderte. Über mehr als 1500 Jahre blieb Pompeji unter der Oberfläche verborgen. Sein Andenken verblasste langsam. Das änderte sich im Jahr 1599, als Arbeiter beim Graben eines Kanals auf antike Ruinen stießen. Doch erst im Jahr 1748 begannen offizielle Ausgrabungen. Und das, was sie entdeckten, versetzte die Welt in Erstaunen. Vulkanasche erwies sich als eine Art Zeitkapsel,
Sie schützte Gebäude, Gegenstände und selbst feine Details des Alltagslebens in außergewöhnlichem Zustand. Seit diesem Moment ist Pompeji ein lebendiges Archiv der römischen Welt geworden. Archäologen erforschen weiterhin seine Straßen und Gebäude und entdecken faszinierende Artefakte, die einen seltenen Einblick in das Leben der Menschen vor fast 2000 Jahren bieten. Zu den faszinierendsten Funden gehört der Schatz von Boscoreale, der im Jahr 1895 in der Villa Pisanella ausgegraben wurde. In einer vergrabenen Truhe fanden Forscher über 100 silberne Gefäße, 1000 Goldmünzen und eine kunstvoll verzierte Schale, die einen zeremoniellen Triumph darstellt. Ein weiterer unglaublicher Fund ist ein früher christlicher Gebetsraum, komplett mit einem geschnitzten Holzaltar, symbolischen Gefäßen und einem markanten vierzackigen Kreuz, eines der frühesten seiner Art, das je entdeckt wurde. Vielleicht eine der visuell eindrucksvollsten Methoden, die Archäologen in Pompeji verwenden, ist das Gießen mit Gips. Wenn natürliche Hohlräume, die durch antike Überreste entstanden waren, mit Gips gefüllt wurden, enthüllten sie unglaublich detaillierte Abdrücke, von Gesichtsausdrücken und Frisuren bis hin zu Falten in der Kleidung und boten eine berührende und persönliche Verbindung zu denen, die einst dort lebten. Heute ist Pompeji nicht nur ein UNESCO-Weltkulturerbe, sondern auch ein entscheidender Schlüssel zum Verständnis der antiken römischen Zivilisation. Es zieht weiterhin Forscher und Besucher aus aller Welt an, die alle von den Geheimnissen fasziniert sind, die noch immer unter seinen stillen Straßen verborgen liegen. Ferrari im Garten vergraben gefunden. Manchmal erwarten Menschen erstaunliche Entdeckungen dort, wo sie es am wenigsten vermuten. Zum Beispiel in der Nähe ihres eigenen Zuhauses. Genau das geschah in Los Angeles im Jahr 1978. An diesem Tag hatten sich einige Kinder wie üblich in der Nähe eines ihrer Häuser versammelt. Diesmal beschlossen sie, im Dreck zu spielen und gruben ein kleines Loch. In diesem Moment bemerkten sie ein Stück Plastik und entschieden sich, es auszugraben, woraufhin sie entdeckten, dass etwas ihr Graben behinderte. Vorsichtig räumten sie mit kleinen Schaufeln die Erde beiseite und fanden heraus, dass ein Auto unterirdisch vergraben war. Die Kinder rannten, um ihren Eltern von ihrer Entdeckung zu erzählen. Am nächsten Tag trafen Detektive am Ort des seltsamen Fundes ein. Sie setzten die Ausgrabung der Kinder fort und fanden einen fast neuen grünen Ferro-Cittadino 246 Jet, der im Boden vergraben war. Aber wie konnte dieses Auto unterirdisch enden? Und vor allem, warum? Diese Frage interessierte die Detektive sehr und sie starteten eine Untersuchung. Sie überprüften die Fahrzeugnummer in der Datenbank und stellten fest, dass es einem Mann namens Rosento Cruz gehörte. Er hatte das Auto als Geburtstagsgeschenk für seine Frau gekauft. Leider wurde der Ferrari bereits am nächsten Tag gestohlen. Die Familie Cruz meldete den Autodiebstahl der Polizei. Aber es wurde nie gefunden. Ebenso wenig wie die Diebe. Wenn es nicht zu dieser Entdeckung gekommen wäre, hätte sich höchstwahrscheinlich niemand mehr an das Auto erinnert. Die Detektive beschlossen, nicht aufzuhören und den Dieb zu finden. Sie mussten beträchtliche Anstrengungen unternehmen, um dies zu tun. Die Ergebnisse der Untersuchung schockierten selbst die Experten. Wie sich herausstellte, war der Ferrari auf Anordnung von Cruz selbst gestohlen worden. Mit diesem Betrug hoffte der Mann, eine Versicherungszahlung zu erhalten und nach einigen Jahren sein Auto aus seinem sicheren unterirdischen Versteck zurückzuholen. Sein Plan war fast erfolgreich. Aber die zufällige Entdeckung der Kinder ruinierte die Pläne des einfallsreichen Rosento Cruz. Die Cola-Bohrung. Mit dem Aufkommen neuer Methoden und Technologien unternehmen Wissenschaftler neue Experimente, von denen einige jenseits der Realität zu liegen scheinen. Eines dieser Projekte war die Cola-Bohrung der sowjetischen Geologen. In den 60er Jahren beschlossen Wissenschaftler der UdSSR, ein einzigartiges Experiment durchzuführen, bei dem sie versuchten, näher an den Erdkern heranzukommen und Informationen darüber zu erhalten, was in den Tiefen unseres Planeten geschieht. Diese Idee schien fantastisch, aber die Spezialisten sahen nichts Unmögliches darin und glaubten an ihre ehrgeizigen Pläne. Die Halbinsel Kola wurde als Standort für das Projekt gewählt, da sie auf dem alten kristallinen Grundgebirge des Baltischen Schildes liegt, das mehr als 3 Milliarden Jahre alt ist, 1,5 Milliarden Jahre jünger als die Erde selbst. Im Jahr 1970 begannen die Bohrarbeiten an der Bohrung. In den frühen Phasen schritt das Bohren ziemlich schnell voran. In 9 Jahren konnten die Wissenschaftler eine Tiefe von mehr als 9.500 Metern erreichen. Danach stießen sie auf zahlreiche Probleme. Bohrköpfe brachen ständig.
und die Wände der Bohrung stürzten ein. Dies verlangsamte die Arbeit erheblich. Aber die Wissenschaftler hörten nicht auf. Schließlich bohrten sie im Jahr 1990 bis zu einer beeindruckenden Tiefe von 12.262 Metern. Leider wurde die weitere Arbeit praktisch unmöglich. Und aus diesem Grund wurde die Bohrung im Jahr 1994 geschlossen. Während der Forschung erhielten sowjetische Wissenschaftler viele zuvor unbekannte Informationen über die Zusammensetzung der Erdkruste, tiefe Grundwasserlösungen und das thermische Regime des Erdinneren. Heute bleibt die Kola-Bohrung der tiefste von Menschen geschaffene Punkt auf der Erde, der selbst den Marianengraben um mehr als 4000 Kilometer übertrifft. Vergrabene Schiffe von San Francisco. Nur wenige Menschen wissen, dass unter den modernen Straßen von San Francisco die Überreste vieler Segelschiffe liegen. Sie alle erschienen hier im Jahr 1849 während des kalifornischen Goldrausches. Diese unglaubliche Geschichte begann im Januar 1848, als ein Zimmermann namens James Marshall zufällig Gold in einem Fluss nahe den Sierra Nevada Bergen entdeckte. Diese Entdeckung veränderte das Schicksal nicht nur der Stadt, sondern ganz Amerikas. Heute ist San Francisco eine große, entwickelte Stadt. Aber bevor das Gold gefunden wurde, lebten dort weniger als 1000 Menschen, die meisten davon Ureinwohner. Sobald sich die Nachricht über das Gold weltweit verbreitete, begannen Migranten aus vielen Ländern nach San Francisco zu kommen. Bis Ende 1849 war die Bevölkerung der Stadt auf 100.000 Menschen angewachsen. Tausende von Abenteurern kamen nach Kalifornien auf der Suche nach Reichtum. All diese Menschen verließen ihre Schiffe in der Hoffnung, über Nacht reich zu werden. Aber natürlich konnten in einem so harten Wettbewerb nur wenige diesen Traum verwirklichen. Bald verließen diejenigen, die kein Gold fanden, San Francisco, und die Schiffe blieben in der Bucht zurück. Einige einfallsreiche Einwohner begannen, die Schiffe in Immobilien zu verwandeln, indem sie an Land zogen. So entstand das berühmte Niantic Hotel, das zu einem Wahrzeichen der Stadt wurde. Nach dem großen Brand von 1851 sanken viele Schiffe. Die Bucht wurde geräumt, und die Einwohner fanden schnell einen Weg, von den verlassenen Schiffen zu profitieren. Laut Gesetz konnte der Eigentümer eines gesunkenen Schiffes das Land darunter beanspruchen. Nach und nach wurde die seichte Bucht mit Erde aufgefüllt, um neue Bauflächen zu schaffen. Die Überreste der Schiffe werden noch immer bei Bauarbeiten entdeckt. Zum Beispiel wurde während des Baus einer Segway-Station ein Walfangschiff namens Lydia gefunden, in dessen Laderaum sich mehrere Dutzend Flaschen Ingwerbier befanden. Und ein Teil der U-Bahn-Linie der Stadt verläuft direkt durch den Rumpf eines 60 Meter langen Schiffes, von dem die meisten Touristen keine Ahnung haben. Wenn die Dummheit aus dem Boden steigt. Auch Jahrzehnte nach den Ereignissen des 20. Jahrhunderts hinterlässt die Geschichte weiterhin Spuren unter unseren Füßen. Im Dezember 2016 erinnerte eine überraschende Entdeckung im Herzen von Augsburg, Deutschland, die Welt daran, wie tief die Vergangenheit die Gegenwart prägen kann. Während Bauarbeiter im historischen Stadtzentrum arbeiteten, entdeckten sie ein großes Luftobjekt, das tief unter der Erde vergraben war, ein Überbleibsel aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Lokale Behörden reagierten schnell, betonten die Bedeutung der Sicherheit und riefen zu einer gut organisierten Evakuierung auf. Der Einsatz wurde für die Weihnachtszeit geplant, nicht als Unterbrechung, sondern als Maßnahme, um der Gemeinschaft in den Feiertagen ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Bereits am frühen Morgen arbeiteten nahezu 900 Einsatzkräfte und Spezialteams zusammen, um Anwohner, Krankenhauspatienten und sogar Mitglieder des nahegelegenen Domkapitels in sichere Zonen zu bringen. Schulen und Sporteinrichtungen wurden für diesen Tag in temporäre Notunterkünfte umgewandelt. Insgesamt wurden ungefähr 54.000 Menschen vorübergehend evakuiert, eine der größten organisierten Maßnahmen dieser Art in jüngerer Zeit. Das entdeckte Objekt wurde von Experten als einer der stärksten Typen identifiziert, die in Luftkampagnen der Mitte des Jahrhunderts eingesetzt wurden. Mit mehreren Metern Länge und einem Gewicht von nahezu 2 Tonnen hätte seine mögliche Explosion erhebliche Auswirkungen haben können. Zum Glück konnte das Spezialistenteam das Objekt erfolgreich sichern und entschärfen. Und innerhalb weniger Stunden kehrte die Stadt zu ihrem gewohnten Rhythmus zurück. Die Bewohner kehrten nach Hause zurück, dankbar für die schnelle und sorgfältige Handhabung der Situation. Noch heute erinnern Entdeckungen wie diese eindringlich daran, dass Echos der Vergangenheit nicht nur in Geschichtsbüchern, sondern auch unter unseren Städten auftauchen.
Jede einzelne Entdeckung ist eine Lektion in Wachsamkeit, Zusammenarbeit und dem stillen Durchhaltevermögen von Gemeinschaften, die ihren Weg in die Zukunft fortsetzen. Die antike Stadt Derinkuyu. Moderne Städte werden in die Höhe gebaut. Und je größer die Stadt, desto höher ihre Gebäude. In der Antike war das anders. Trotz reichlich vorhandenem Platz an deren Oberfläche errichteten manche Zivilisationen ihre Städte auf mehreren unterirdischen Ebenen. Ein lebendiges Beispiel für eine solche Siedlung ist die antike Stadt Derinkuyu. Derinkuyu befindet sich in der Türkei, 30 Kilometer von einer weiteren großen unterirdischen Stadt namens Nevşehir entfernt. Derinkuyu wurde erstmals im Jahr 1963 entdeckt. Seitdem diskutieren Historiker darüber, wann und von wem diese Stadt erbaut wurde. Das genaue Gründungsdatum von Derinkuyu ist bis heute unbekannt. Laut Datierungen einiger Strukturen wurde die Stadt zwischen dem 2. und dem 1. Jahrtausend vor Christus errichtet. Diese Information half den Spezialisten jedoch nicht, eindeutig zu bestimmen, zu welcher Zivilisation die Siedlung gehörte. Die Mehrheit der Historiker neigt zu der Annahme, dass Derinkuyu von phrygischen Stämmen errichtet wurde, die in dieses Gebiet einwanderten. Einige Experten widersprechen jedoch dieser Hypothese und sind überzeugt, dass die Siedlung etwa im Jahr 1900 vor Christus von Angehörigen des Hethiterreichs gegründet wurde. Derinkuyu ist ein hervorragendes Beispiel für die einzigartige Technologie des unterirdischen Städtebaus in der Antike. Die Stadt besteht aus 8 Ebenen, jede mit einem eigenen Sicherheitssystem und massiven Türen. Jede dieser Türen ist etwa 40 Zentimeter dick und wiegt mehr als 500 Kilogramm. Zur zusätzlichen Verteidigung wurde die gesamte Stadt wie ein Labyrinth gestaltet, um Eindringlinge zu verwirren. Auf dem Gebiet von Derinkuyu wurden nicht nur Wohnhäuser errichtet, sondern auch Tempel, Lagerräume, Waffenarsenale und Viehställe. Die Gesamtkapazität der Stadt betrug etwa 20.000 Menschen. Da sich die gesamte Siedlung unterirdisch befindet und die unteren Ebenen in einer Tiefe von mehr als 60 Metern liegen, war Derinkuyu mit einem durchdachten Belüftungssystem ausgestattet, das bis heute funktioniert. Und für eine schnelle und diskrete Flucht der Bewohner in eine andere Siedlung wurde ein Tunnel gebaut, der zur benachbarten unterirdischen Stadt Cemaklei führte. Kino im Untergrund der Pariser Katakomben. Die Pariser Katakomben sind ein berühmtes Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. Dieser Ort wird sorgfältig bewacht. Doch wie sich herausstellte, ereignen sich in den unterirdischen Gängen weiterhin geheimnisvolle und sogar mystische Vorfälle. Und die folgende Geschichte ist ein direkter Beweis dafür. Im Jahr 2004, während einer Übung, sollte eine Einheit der Pariser Polizei, die für den Schutz der Katakomben zuständig ist, mehrere unterirdische Räume inspizieren. Als die Beamten durch einen der Tunnel hinabstiegen, der vom Trocadero aus führte, entdeckten sie ein seltsames Schild mit der Aufschrift »Bauarbeiten im Gange«. Kein Zutritt. Die Polizei war sehr überrascht, ein solches Schild zu sehen, da ihnen keine Bau- oder Restaurierungsarbeiten in diesem Abschnitt der Katakomben gemeldet worden waren. Trotz der Warnung gingen die Beamten weiter den Korridor entlang und was sie dort sahen, schockierte sie. Entlang des gesamten Tunnels waren Kameras installiert, sowie Lautsprecher, die das Bellen von Hunden abspielten. In dem Raum, zu dem der Gang führte, fanden die Polizisten ein echtes Kino mit einer großen Leinwand und Zuschauer sitzen. Neben dem Kinosaal entdeckten sie in einem angrenzenden Raum eine Bar mit alkoholischen Getränken und Lebensmitteln. Außerdem war der gesamte Abschnitt der Katakomben mit Elektrizität versorgt und verfügte sogar über 3 Telefonleitungen. Die Polizei kehrte zur Wache zurück und meldete ihren Fund den Behörden. Es wurde beschlossen, erneut in die Katakomben hinabzusteigen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren bereits alle Kabel durchtrennt und an eine der Kinowände war eine Warnung gekratzt worden, die Polizei aufforderte, sich nicht in die Angelegenheiten der unterirdischen Einrichtung einzumischen. Leider war es nicht möglich herauszufinden, wer das Kino und die Bar in den Katakomben eingerichtet hatte. Laut Polizei tauchen solche illegalen Einrichtungen und Zufluchtsorte regelmäßig in diesem historischen Wahrzeichen der Hauptstadt auf. Und sie tun alles, um gegen diese unrechtmäßige Nutzung der Katakomben vorzugehen. Die Eisstadt. Ende des Jahres 2024 machten britische Wissenschaftler eine sensationelle Entdeckung, die bisher nur wenig bekannt ist. Während sie die antarktische Eisschicht mit moderner Radartechnik untersuchten, entdeckten sie in einer schwer zugänglichen Höhle eine gesamte Stadt aus Eis. Die Höhle, in der die Entdeckung gemacht wurde, liegt mehr als 100 Meter unter der Eisoberfläche.
Aus diesem Grund können die Wissenschaftler derzeit nur aus der Ferne Informationen über die einzigartige Stadt sammeln. Sie bereiten sich jedoch aktiv auf eine bevorstehende Expedition vor. Die Spezialisten planen nicht nur, die Entdeckung im Detail zu erforschen, sondern auch spezielle Sensoren in der Höhle zu installieren, um Veränderungen in der Struktur der Eisstadt zu überwachen. Laut öffentlich zugänglichen Informationen befinden sich in der Höhle zahlreiche Strukturen. Ihre Form ist sehr ungewöhnlich und erinnert an nichts, was von der Natur erschaffen wurde. Die kuppelförmigen Strukturen ähneln von Menschenhand geschaffenen Gebäuden. Darüber hinaus gibt es in dieser Stadt auch Merkmale, die an Türme, Spitzen und Bögen erinnern. Einige davon erreichen eine Höhe von 30 Metern. Was die Forscher besonders erstaunte, war die Tatsache, dass alle Bauwerke so angeordnet sind, dass sie ganze Straßen und sogar einen Platz bilden. Diese Entdeckung erfordert noch umfassende Untersuchungen. Und falls sich herausstellt, dass die Stadt tatsächlich von Menschen erbaut wurde, müssen die Wissenschaftler auch herausfinden, wann sie entstand und vor allem, von wem. Mammutstoßzahn. Sehr oft werden Bergleute neben ihrer eigentlichen Arbeit zu den Ersten, die äußerst wertvolle archäologische Funde machen. So war es auch im Jahr 2024, als Kohlebergarbeiter in North Dakota einen Mammutstoßzahn entdeckten. Die Bergleute meldeten ihren Fund den Archäologen. Die Arbeiten in der Mine wurden vorübergehend eingestellt, während Wissenschaftler weitere Untersuchungen im Bereich eines uralten Flussbetts durchführten. Der Stoßzahn wurde in ein Labor gebracht. Dort stellten Experten fest, dass er etwa 50.000 Jahre alt war. Die Archäologen vermuteten, dass es sich nicht um das einzige Überbleibsel eines Mammuts handeln könnte. Deshalb begannen sie mit weiteren Ausgrabungen. Und das zu Recht. Kurz darauf entdeckten Forscher 20 weitere Überreste in derselben Mine, darunter Rippen, einen Zahn und Teile von Oberschenkelknochen. Sie alle gehörten zu einem Mammut. Mammuts erschienen vor etwa 5 Millionen Jahren auf unserem Planeten und starben vor ungefähr 5.000 bis 10.000 Jahren aus. Diese Tiere gelten als Vorfahren der heutigen Elefanten. Sie sind für ihre beeindruckende Größe bekannt. Erwachsene Tiere konnten eine Höhe von 5 bis 6 Metern erreichen und etwa 11 Tonnen wiegen. Trotz ihrer gigantischen Erscheinung führten Mammuts ein friedliches Leben und waren Pflanzenfresser. Ursprünglich bewohnten sie das Gebiet des heutigen südlichen und östlichen Afrikas, wanderten dann nach Eurasien und breiteten sich vor etwa 1,5 Millionen Jahren nach Nordamerika aus. Mammuts überlebten mehrere Eiszeiten. Doch die Begegnung mit dem Menschen wurde zum Hauptgrund für ihr Aussterben. Wissenschaftler betonen, dass dieser zufällige Fund der Bergleute sich als echte Sensation erwies, da das entdeckte Skelett das vollständigste aller bisher in North Dakota gefundenen ist. Son Doong-Höhle. Die Son Doong-Höhle in Vietnam ist die größte bekannte Höhle der Welt. Ihr Gesamtvolumen wird auf etwa 38.500.000 Kubikmeter geschätzt. In einigen Abschnitten erreicht die Höhe etwa 250 Meter und die Breite ungefähr 150 Meter. Trotz ihrer enormen Größe blieb die Höhle lange Zeit unentdeckt. Wikipedia. Einheimische entdeckten sie im Jahr 1991. Aber die ersten Erkundungen begannen erst 2009. Damals machten britische Wissenschaftler eine sensationelle Entdeckung im Inneren der Son Doong-Höhle verbirgt sich eine unterirdische Welt mit eigenem Dschungel und einzigartigen Bewohnern. Innerhalb der Höhle fanden Forscher einen uralten Fluss, der über Millionen von Jahren hinweg ein einzigartiges Ökosystem entstehen ließ. Die besonderen klimatischen Bedingungen im Inneren förderten die Bildung riesiger Stalagmiten von bis zu 70 Metern Länge sowie die Entstehung von Wolken, die sich unter der Höhlendecke sammeln. Die beeindruckendste Entdeckung war jedoch der unterirdische Dschungel. Die Bäume in diesem Wald erreichen eine Höhe von etwa 3 Metern. Ein solches Phänomen war den Wissenschaftlern bisher in keiner anderen Höhle der Welt bekannt. Der unterirdische Dschungel beherbergt mehrere hundert verschiedene Tierarten, darunter Flughunde, Affen sowie seltene Vogel- und Insektenarten. Zudem entdeckten die Forscher innerhalb der Son Doong-Höhle mehrere zuvor unbekannte Pflanzen- und Pilzarten. Die Höhle zählt zu den schönsten und einzigartigsten Naturwundern. Die vietnamesischen Behörden haben beschlossen, Touristen den Besuch dieser Stätte zu ermöglichen, damit sie die Pracht der Höhle erleben können. Allerdings ist die Anzahl der jährlichen Besuche auf 1000 Personen begrenzt. Dies macht den Zugang zur Höhle zwar schwierig, trägt jedoch dazu bei, das einzigartige Ökosystem dieses erstaunlichen Ortes zu bewahren.
Die Geschichte einer Kirchenglocke. Während der turbulenten Jahre des 20. Jahrhunderts, als Europa von Konflikten erschüttert wurde, waren nicht nur Menschenleben, sondern auch kulturelle Schätze vom Verlust bedroht. Zahlreiche Kunstwerke und historische Relikte verschwanden, darunter Kirchenglocken, Objekte von großem symbolischem und materiellem Wert. Aus Bronze gefertigt und oft mehrere hundert Kilogramm schwer, galten diese Glocken in Zeiten des Metallmangels während des Krieges als wertvolle Ressourcen. In einer kleinen Stadt in Polen entschied ein örtlicher Priester, einen mutigen Schritt zu unternehmen. Angesichts der wachsenden Bedrohung, dass wertvolle Gegenstände aus Kirchen entfernt würden, versammelte er heimlich eine Gruppe von Gemeindemitgliedern und entfernte sorgfältig eine große, 150 Kilogramm schwere Glocke aus dem Kirchturm. Ihr Plan? Sie zu schützen, indem sie unterirdisch in der Nähe der Kirche versteckten. Dieser Akt des stillen Widerstands war erfolgreich. Die Glocke blieb jahrzehntelang vergraben und vergessen. Ihre Existenz ging mit der Zeit verloren bis 2021, als ein Bauteam, das an unterirdischen Rohrleitungen arbeitete, auf etwas Unerwartetes stieß. Beim Graben entdeckten sie die längst verlorene Glocke, die nach all den Jahren noch intakt war. Das Artefakt wurde sorgfältig ausgegraben und in ein örtliches Museum gebracht, wo es nun als kraftvolle Erinnerung dient, nicht nur an die Entschlossenheit der Gemeinschaft, ihr Erbe zu schützen, sondern auch an die Widerstandsfähigkeit der Kultur in schwierigen Zeiten. Was einst ein verborgenes Geheimnis unter der Erde war, erklingt nun still und erzählt der Welt seine Geschichte. Klerksdorp-Kugeln. Die Klerksdorp-Kugeln gehören zu den ältesten Objekten, die jemals auf unserem Planeten gefunden wurden. Ihr Alter übersteigt 3 Milliarden Jahre. Das bedeutet, dass sie entstanden, als es auf der Erde noch kein Leben gab. Die Kugeln wurden erstmals von Bergleuten in Pyrophylit-Vorkommen in der Nähe der Stadt Klerksdorp in der Nordwestprovinz Südafrikas entdeckt. Daher stammt auch ihr Name. Die Klerksdorp-Kugeln sind kugel- oder scheibenförmige Objekte mit charakteristischen Rillen auf ihrer Oberfläche. Ihre Größen variieren und reichen von 2,5 bis 10 Zentimetern im Durchmesser. Auf den ersten Blick scheinen die Kugeln von Menschenhand gefertigt zu sein. Angesichts dieser Tatsache und ihres Alters wurden sie nach ihrer Entdeckung als anachronistische Artefakte bezeichnet. Viele Menschen glaubten, sie seien tatsächlich von Menschenhand gefertigt. Und da es zu jener Zeit kein Leben auf der Erde gab, würde dies bedeuten, dass sie von fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisationen geschaffen wurden. Natürlich widersprachen Wissenschaftler dieser Version. Sie waren überzeugt, dass diese eigenartigen Kugeln von der Natur selbst geschaffen wurden. Um dies zu beweisen, begannen Spezialisten mit der Untersuchung der einzigartigen Artefakte. Während der Studie der Kugeln stellten Wissenschaftler fest, dass sie aus Hämatit, Wollastonit und Pyrit bestehen. Ihr Querschnitt offenbarte eine radiale, faserige Struktur des Minerals, das vom Zentrum nach außen wächst. Dies deutete darauf hin, dass die Kugeln aus Mineralien gebildet wurden und im Laufe der Zeit Oxidation und Verwitterung durchlaufen hatten. Trotz der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung über die Kugeln glauben einige Menschen weiterhin, dass diese Artefakte ein unbestreitbarer Beweis für die Existenz außerirdischer Rassen sind. Miss Belvedere, das Zeitkapselauto. Leider wurde eine Zeitmaschine noch nicht erfunden, aber die Menschen haben Wege gefunden, Botschaften über ihr Leben an zukünftige Generationen weiterzugeben. Flaschenposten, Wandzeichnungen und Inschriften sind nur einige der Mittel dafür. Verschiedene Gegenstände, darunter auch Autos, können als Zeitkapseln dienen. Miss Belvedere ist eine solche Zeitkapsel. Ihre Geschichte begann im Sommer des Jahres 1957. Die Stadtverwaltung von Tulsa im Bundesstaat Oklahoma beschloss gemeinsam mit den Einwohnern, eine Botschaft für die Nachwelt zu hinterlassen, die 2 Jahre später geöffnet werden sollte. Diese Idee erregte die Aufmerksamkeit der Leitung der Plymouth Automobile Company. Speziell zu diesem Anlass spendeten sie ein neues Modell des Plymouth Belvedere Sportcoupés mit festem Dach in goldener Farbe. Zu jener Zeit war dieses Auto ein sehr teures und luxuriöses Fahrzeug mit einem leistungsstarken Motor und einem innovativen automatischen Getriebe mit Drucktastensteuerung. Auch heute beeindruckt dieses Modell noch mit seinem ungewöhnlichen und raffinierten Design. Natürlich war die Stadtverwaltung von Tulsa begeistert von einem solchen Geschenk. Es wurde beschlossen, eine feierliche Zeremonie abzuhalten, bei der verkündet wurde, dass das Auto sowie eine symbolische Summe von $100 an jene Person vergeben würden,
die die Einwohnerzahl der Stadt im Jahr 2007 korrekt vorhersagen könnte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fürchteten viele Menschen den Beginn eines weiteren Krieges. Aus diesem Grund wurde Miss Belvedere in einem speziell ausgestatteten Bunker untergebracht. In ihrem Kofferraum wurden mehrere Zeitungen, eine Nationalflagge und sogar etwas Benzin deponiert, für den Fall, dass dieser Kraftstoff in Zukunft nicht mehr verwendet würde. Das Auto selbst wurde sorgfältig in Kunststofffolie eingewickelt. Im Jahr 2007, exakt 50 Jahre später, fand eine weitere feierliche Veranstaltung statt. Die Öffnung der Zeitkapsel Miss Belvedere. Als der Bunker geöffnet wurde, sahen alle Zuschauer leider, dass das Auto schwere Schäden erlitten hatte, da der Unterstand regelmäßig von Grundwasser überflutet worden war. Die Person, die die Einwohnerzahl von Tulsa korrekt vorhergesagt hatte, erlebte die Öffnung der Zeitkapsel nicht mehr. Daher wurde der Preis aus der Vergangenheit von seiner jüngeren Schwester eingefordert. Die Idee war sehr interessant und verlockend, aber ihre Umsetzung erwies sich als schlecht durchdacht. So erhielt der Gewinner des Wettbewerbs anstelle eines schönen neuen Autos lediglich einen rostigen Haufen Metall, einige Gegenstände aus der Vergangenheit und eine Geldsumme, die dem heutigen Wert von $700 entspricht. Das Miträumen unter Rom. Manchmal verbirgt sich Geschichte an den unerwartetsten Orten, direkt unter unseren Füßen. Im Jahr 1931 stießen Bauarbeiter bei Arbeiten in der Nähe des legendären Circus Maximus im Herzen Roms auf etwas Außergewöhnliches, eine verborgene Tür zu einem antiken unterirdischen Tempel. Was sich dahinter verbarg, ließ selbst die erfahrensten Archäologen sprachlos zurück. Sie hatten ein bemerkenswert gut erhaltenes Miträum entdeckt. Einen Tempel, der dem geheimnisvollen Gott Mithras gewidmet war und vor fast 2000 Jahren im Verborgenen von ausgewählten Anhängern verehrt wurde. Bei der weiteren Erkundung fanden die Experten 5 parallel ausgerichtete Kammern und prächtige Treppen, die zu einem Ort mächtiger und privater Rituale hinabführten. Spätere Analysen bestätigten, dass der Tempel aus dem 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus stammt. Je tiefer sie eindrangen, desto mehr Geheimnisse wurden enthüllt. Der östliche Eingang führte zu einem Atrium, das von 2 Nischen flankiert war. Jede beherbergte Statuen der Fackelträger Kauts und Kautopates. Weiter innen entdeckten sie 4 Räume mit Marmorböden, die wahrscheinlich von Gläubigen genutzt wurden. Im Herzen des Tempels befand sich eine beeindruckende halbkreisförmige Nische, in der einst die Statue des Mithras stand. Der atemberaubendste Fund war jedoch ein kunstvoll gemeißeltes Relief, das den alten mithraischen Schöpfungsmythos darstellte. In dramatischen Details zeigte es Mithras bei der heiligen Handlung des Stieropfers, umgeben von symbolischen Figuren, Sonne und Mond, ein Rabe und seine treuen Fackelträger. Auf einer Seite trug Mithras den erlegten Stier, ein mächtiges Symbol für Leben, Tod und Wiedergeburt. Diese zufällige Entdeckung bot Wissenschaftlern ein seltenes Fenster zur Architektur, zu den Ritualen und den verborgenen Bedeutungen der mithraischen Tradition, einem der rätselhaftesten Kulte des Römischen Reiches. Heute steht das Miträumen beim Circus Maximus als faszinierende unterirdische Attraktion, die nur nach vorheriger Terminvereinbarung öffentlich zugänglich ist. Danke, dass Sie uns auf dieser Reise in Roms vergessene Unterwelt begleitet haben. Wenn Ihnen diese Entdeckung gefallen hat, drücken Sie den Like-Button, abonnieren Sie für weitere verborgene Geschichten und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Geheimnis mehr verpassen. Bis zum nächsten Abenteuer.